Das Kritikmagazin Fernsehkritik-TV wurde von Funk gestriked. Aus vielen Ecken werden Zensurvorwürfe laut. Wir haben auf Klicks um Social-Media mit beiden Seiten gesprochen und damit herzlich willkommen. Das Y-Kollektiv, ein Format von Funk, von ARD und ZDF, steht in letzter Zeit viel in der Kritik. Grund dafür ist der allgemein bekannte YouTuber Drachenlord. Über diesen fertigte das Y-Kollektiv bereits Ende 2016 die erste Reportage an und titelte mit Drachenlord vs. Hater, wenn Cybermobbing Realität wird. In diesem knapp 20-minütigen Videobeitrag beschreibt und dokumentiert der Journalist Stellv das Leben des Drachenlords. Knapp ein Jahr später kam eine Folgereportage im Rahmen der Rabiat-Serie auf ARD. Hier titelt man mit Hass ist ihr Hobby. Stellv wurde nun selber in die Rolle des Drachenlords gesetzt, und zwar ungewollt, und erhält bis heute hin Tag für Tag zig Hate-Tweets und Trollkommentare. Nun veröffentlichte Holger Kreymeier alias Fernsehkritik-TV vor kurzer Zeit eine Kritik zur Reportage des Y-Kollektivs über den Drachenlord. In diesem Kritikbeitrag verwendet Fernsehkritik-TV rund 70% Fremdmaterial. Daher wurde es von Funk auch gestriked. In einer Stellungnahme gegenüber Klickzoom schrieb eine Pressesprecherin von Funk Folgendes. Zitat: Für uns ist es auch eine Gratwanderung, weil wir natürlich niemanden davon abhalten wollen, frei seine Meinung zu äußern. Das ist für uns ein wichtiger Bestandteil der Debattenkultur in Deutschland und wir wollen uns Kritik auch nicht verschließen. Grundsätzlich kommt es nur zu einem Strike, wenn eine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Ausschnitte aus unseren Videos verwendet werden, ohne dass die Verwendung von uns gestattet wurde oder die Grenzen des Zitatrechts beachtet sind. Das von dir angesprochene Video besteht zu mehr als 70% aus unserem Material. Eine derart umfassende Verwendung unseres Materials ist durch das Zitatrecht keinesfalls gedeckt. Wir striken dabei unabhängig von der inhaltlichen Aussage der Videos. Als öffentlich-rechtliche Institution achten wir darauf, dass andere nicht durch die Nutzung unseres Materials Reichweite aufbauen, kommerziell daran verdienen etc. Als Beispiel, wenn jemand ein Wumms- oder Datteltäter-Video nimmt, ein neues Video damit herstellt, das zum überwiegenden Teil aus unserem Material besteht, einen neuen Kanal damit aufbauen will und eventuell das Video zusätzlich noch monetarisiert, dann liegt nach deutschem Recht eine klare Urheberrechtsverletzung vor, gegen die wir entsprechend vorgehen. Auch wenn dieses Vorgehen vor allem bei gegen uns gerichteten Videos immer mal wieder den Vorwurf der Zensur auslöst, geht es uns alleine um die Verfolgung von Urheberrechtsverstößen. Ein Video, welches innerhalb des deutschen Urheberrechts unsere Inhalte zitiert, haben wir noch nie gestriked. Wir fragten Holger Kreymeier. Ihr verwendet in dem YouTube-Beitrag, der etwa 15 Minuten ging, rund 70% Fremdmaterial von Funk. Das ist laut Funk selbst auch der Sperrgrund. Wie rechtfertigt ihr auf rechtlicher Ebene die Nutzung? Die Antwort, Zitat: Funk ist, wie du weißt, ein öffentlich-rechtliches Angebot und ARD und ZDF stellen sich immer selbst als Allgemeingut dar. Beispielsweise wird ja der Vergleich mit Straßen, die nicht jeder benutzt, aber für die jeder Steuern zahlt, gern angebracht. Wenn dies also auch auf öffentlich-rechtliche Angebote anzuwenden ist, dann heißt das für mich, es handelt sich um Allgemeingut, das jeder nutzen darf. Urheberrecht kann Funk also gar nicht geltend machen. Im Übrigen soll Funk bitte darlegen, wo der wirtschaftliche Schaden bei dieser Urheberrechtsverletzung liegen soll. Denn seine jährlichen 45 Millionen erwirtschaftet Funk ja nicht, sondern bekommt sie quasi einfach so. Die Doku Hass ist ihr Hobby ist frei für jeden auf YouTube abrufbar und die Höhe der Abrufe hat wirtschaftlich für Funk keinerlei Bedeutung. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass Funk auch kritische Videos zu der Doku, ebenso zur Doku kürzlich hat sperren lassen, in denen deutlich weniger als 70% Fremdmaterial benutzt wurde. Das Argument ist also aus meiner Sicht ein fadenscheiniges. Würdest du Funk gezielt Zensur vorwerfen? Zitat: Natürlich ist es Zensur, denn es geht hier nicht ums Urheberrecht. Funk hat sich einen so schlechten Ruf erarbeitet, dass sie bemüht sind, jegliche Kritik an ihrer Arbeit zu verhindern, so Kreymeier. Nach dem Interview sagte Holger Kreymeier uns, dass das Video auf YouTube gar nicht monetarisiert war. Hier muss man jedoch beachten, dass seine Website Massengeschmack.TV eine kostenpflichtige Website ist, bei der man sich kostenpflichtig anmelden muss, um das Video zu sehen. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Handelt Funk korrekt oder hat Kreymeier doch recht? Schreibt uns gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr alle Nachrichten aus der Social-Media-Welt direkt auf euer Handy via WhatsApp, Telegram, den Facebook Messenger oder Insta haben wollt, dann meldet euch gerne für unseren kostenlosen Newsletter unter klickzoom.de an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.